Diese Woche lackieren wir unser Auto mit Raptor-Lack. Bam! Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind Zoe und Merlin oder auch The Film People. Und wir arbeiten als selbstständige Filmemacher, aber unser Hauptprojekt momentan ist es, unser neues Zuhause auf 4 Rädern zu bauen. Auf geht's. Let's go! Wir haben es gestern Abend schon geschafft, diese Plastikverkleidung, die hier überall an der Seite sind, abzumachen. Da war super viel Dreck drunter, aber zum Glück sieht sonst alles gut aus, kein Rost und so weiter. Und zwar haben wir das gemacht, weil wir zum einen diese Plastikdinger mit Raptor-Lack bearbeiten wollen, zum anderen aber auch dieses komplette Metall, was hier noch unten drunter ist. Dadurch haben wir dann hier fast 50 cm mit Raptor bedeckt und haben dann dadurch hoffentlich keine Steinschläge in dem Blech oder weniger Dreck und so weiter. Das ist zumindest die Vorstellung. Der Plan für heute ist jetzt, erstmal alles richtig gründlich zu reinigen. Danach werden wir hier den Kunststoff, aber auch das Blech, wo Raptor drüber soll, anschleifen, damit die Oberfläche ein bisschen rauer ist. Wir hoffen, dass das reicht. Wir haben nämlich keine Grundierung gekauft, weil wir das irgendwie vergessen haben. Hoffentlich hält es auch so. Nachdem wir es dann angeschliffen haben, wird nochmal alles gereinigt und dann kann auch schon der Raptor aufgetragen werden. Im Internet haben wir uns diesen Raptor-Lack bestellt. Das findet ihr auch unten in der Beschreibung. Diese Lackierung ist ursprünglich für Pickup-Ladeflächen gemacht. Die ist besonders resistent gegen Rost und gegen Steinschlag. Dieser Lack ist ein 2-Komponenten-Lack. Da haben wir einmal hier diese Flaschen, davon gibt es insgesamt 4 Stück und eine Flasche mit dem Härter. Das Ganze wird dann in dem mitgelieferten Messbecher abgemessen. Der Härter wird in die Flasche gefüllt, dann muss man das Ganze 2 Minuten gut schütteln. Es gibt 2 Möglichkeiten, diesen Lack aufzutragen. Einmal kann man den aufsprühen mit einer Pistole oder man kann ihn auch mit einer Rolle auftragen. Wir haben uns dafür entschieden, den mit einer Rolle aufzutragen, weil wir erstens keine Möglichkeit haben, mit Spray zu lackieren und zweitens uns das deutlich einfacher erscheint. Zum Abschleifen benutze ich hier so einen ganz feinen Schleifschwamm. Gibt es in jedem Baumarkt und das funktioniert richtig gut, um hier die Oberfläche so ein bisschen anzurauen, auch um Flugrost und alles abzubekommen. Das ist jetzt eine richtig gute Basis, um da drauf zu lackieren. Ich mache jetzt nochmal hier alle Flächen richtig sauber mit Reinigungsalkohol, damit da keine Fettrückstände und nichts mehr drauf ist und dann kann man gleich lackieren. Während der Merlin die Stellen, die wir am Auto mit Raptor behandeln wollen, nochmal sauber macht, mache ich das gleiche hier mit den Kunststoffteilen. Und zeige ich da einfach mit einem Kunststoffreiniger rüber, dass das auch richtig sauber ist. Dann geht's los. Hier ist ja schon eingezeichnet. Bis zur Linie auffüllen mit dem Härter. Dann in die Flasche füllen. Mindestens 2 Minuten schütteln. Und angeblich ist es in unter einer Stunde so trocken, dass man es anfassen kann. Ich glaube, wenn man es nicht ausreichend schüttelt, dann wird es klumpig und dann kann man das nicht so gut auftragen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen lieber ein bisschen länger. Aber ich glaube, jetzt ist gut. Wir haben uns jetzt im Baumarkt so eine Strukturrolle geholt. Und zwar hat dieser Raptor ja so eine relativ grobe Struktur und mit der Rolle kann man das anscheinend wohl ganz gut auftragen. Die gibt es auch von Raptor selber, glaube ich, aber da wäre sie wahrscheinlich deutlich teurer gewesen.
3, 4 fast fertig. Und es geht echt schnell und es klappt auch ziemlich gut. Ich war mir anfangs nicht so sicher, wie dick ich das auftragen muss. Aber wenn man da mehrmals drüber geht, dann wird es von alleine eigentlich relativ gut. Ist auf jeden Fall ziemlich schick. Sieht jetzt schon richtig gut aus. Ich freue mich, wenn es fertig ist. Das war's. Es ging jetzt echt schneller, als ich gedacht habe. Und es ist auch noch echt viel von dem Zeug da. Ich habe noch nicht mal die ganze Flasche hier reingefüllt. Da ist bestimmt noch ein Drittel drin und es ist immer noch relativ viel übrig. Ich denke mal, wenn man das sprüht, dann geht einfach so viel mehr daneben, dass man dann wahrscheinlich auch mehr von dem Lack verbraucht. Aber wir sind auf jeden Fall gut versorgt mit den 4 Flaschen. Die werden wir, glaube ich, nicht leer machen. Sehr gut, ich freue mich voll. Sieht auch echt gut aus. Und ich glaube, die ersten sind auch schon fast wieder trocken. Yay, jetzt bin ich dran. Ich freue mich schon die ganze Zeit da drauf und jetzt geht es endlich ans Auto. Ich glaube, das wird richtig gut aussehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf dem Metall verhält. Wir lackieren jetzt hier ein bisschen mit über die Kante noch, weil wir kommen später die Plastikteile drüber. Das hat den Vorteil, dass wir das hier alles nicht abkleben müssen. Das verschwindet eh wieder. Toll. Der erste Schritt Richtung Offroad-Camper. Nachdem wir gestern angefangen haben, die seitlichen Blechverkleidung und die Plastikverkleidung am Sprinter mit Raptor-Lack zu streichen, ist heute Teil 2 dran. Heute geht es an die Stoßstangen hin und vorne und außerdem müssen wir noch mal so ein paar kleine Stellen nachbessern. Wir wollen außerdem noch ein paar andere Elemente am Sprinter in Raptor-Lack streichen. Da ist einmal an der Seite so eine Abdeckung für eine Belüftung und hinten über dem Nummernschild, die Plastikleiste, wollen wir auch noch lackieren, damit das alles schön einheitlich aussieht. Da wir die Stoßstange hier vorne nicht abnehmen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir das jetzt einfach alles abkleben, damit wir nicht hier in den Kühlergrill reinkommen und auch unser Nummernschild nicht aus Versehen schwarz machen. Das gleiche machen wir dann hinten mit der Trittstufe am Heck und der Plastikverkleidung, die wir da noch haben. Das heißt, wir fangen jetzt wieder mit dem gleichen Prozedere an wie gestern. Erst sauber machen, dann abschleifen, dann wieder sauber machen und dann wird lackiert. Jetzt kommt der beste Part. Ich kann das Tape wieder entfernen und dann sieht es richtig gut aus. Hoffe ich zumindest. Mit dem Lackieren von den Stoßstangen und den Ausbesserungen an den Seitenleisten sind wir jetzt fertig und das sieht alles richtig gut aus. Wir haben jetzt noch ein paar kleine Sachen, die wir noch machen wollen. Die stehen auch schon seit ein paar Tagen an. Zum einen wollen wir um unsere Fenster einen Rand mit schwarzem Silikon machen. Also quasi aufs Fenster oben drauf, da wo man die Schrauben momentan noch durchsieht. Und natürlich, der beste Moment des Tages wird dann die Plastikplanken, die wir ja gestern lackiert haben, alle wieder einzusetzen, damit das hier jetzt komplett fertig ist mit dem Raptor-Lack. Und dann sieht es richtig gut aus.
waren uns ja am Anfang nicht sicher, wie viel wir überhaupt von dem Raptor-Lack brauchen. Deshalb haben wir uns ein Paket mit insgesamt 4 Flaschen bestellt. Das sind, glaube ich, 711 Milliliter pro Flasche. Und dann kommt noch der Härter dazu. Auf jeden Fall hat sich jetzt herausgestellt, dass wir mit 2 Flaschen Dicke hingekommen sind. Wir haben insgesamt unten alle Bleche außenrum lackiert. Wir haben die seitlichen Plastikverkleidungen lackiert und außerdem noch vorne die Stoßstange und hinten und noch das Trittbrett dazu. Und unser kleines Abdeckungsteil. Richtig, genau, an der Seite noch die Abdeckung von der ehemaligen Zwangsbelüftung, damit es alles schön zusammenpasst. Und es hat sich herausgestellt, dass wir sogar immer noch was übrig hatten in den Flaschen. Also mit 2 Flaschen kommen wir beim Sprinter ordentlich weit, auf jeden Fall. Wir haben uns ja dazu entschieden, nicht die Bürsten von Raptor selber zu kaufen, sondern wir haben uns im Baumarkt selber diese Strukturbürsten oder Rollen gekauft. Und wir hatten ursprünglich 2 davon gekauft und haben gestern damit angefangen zu lackieren. Wir haben aber schon gemerkt, dass die relativ schnell irgendwie mit dem Raptor reagiert haben und sich irgendwie so ein bisschen aufgelöst haben. Also die sind irgendwie einfach so ein bisschen durchgeweicht irgendwann. Dadurch, dass man eh nur eine Stunde ungefähr hat, um den Raptor zu verarbeiten, weil der dann einfach in der Schale schon festhärtet, ist es jetzt nicht so tragisch. Aber wenn man wie wir an 2 Tagen arbeiten will mit diesem Lack, dann muss man sich halt dann für den nächsten Tag nochmal neue Bürstenrollen kaufen. Das haben wir heute auch gemacht. Außerdem haben wir kleine Stellen vorhin noch mit dem Pinsel bearbeitet. Und da sieht man auch direkt, dass die Struktur eine ganz andere wird, wenn man den Lack mit einem Pinsel aufträgt. Weil dann kommt nicht diese grobe Körnung hervor, die man halt durch diese Strukturrollen hat, sondern es wird einfach wie, als würde man halt eine normale Farbe mit einem Pinsel auftragen. Man hat diese Schlieren, also diesen Pinselstrich mit drin. War bei uns jetzt okay, weil es nur für die Ecken und die kleinen Stellen noch war, ist an sich aber, finde ich, nicht so schön. Was man noch zur Verarbeitung sagen kann, ist, dass wir insgesamt 2 Tage gestrichen haben. Und das war eigentlich ganz interessant, weil gestern war es nämlich nur 11 Grad. Und da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass wir den Lack länger als eine Stunde verarbeiten konnten. Ich glaube, so nach 1,5 Stunden sind wir schon hingekommen. Heute waren es tagsüber teilweise 16 Grad und Sonne. Und da hat man gemerkt auf jeden Fall, dass nach einer Stunde der Lack langsam nicht mehr so gut zu verarbeiten ging. Ja, generell härtet der aber super schnell aus, sobald man den aufgetragen hat. Also man kann den wirklich nach einer Stunde spätestens schon anfassen und der klebt nicht mehr. Und ich glaube auch hier draußen hat man jetzt keine Probleme mit Staub oder Blättern oder so, die sich da draufgesetzt haben und festgeklebt sind. Das war's dann auch schon wieder für diese Episode. Wir sind richtig happy mit dem Ergebnis und ich finde, es hat diesmal auch wirklich richtig viel Spaß gemacht, das von außen mit dem Raptor Lack zu lackieren, weil man direkt ein Ergebnis gesehen hat und das einfach richtig gut aussieht, finde ich. Wir freuen uns richtig, dass es immer ein Schrittchen weitergeht. Und ihr habt ja schon mitbekommen wahrscheinlich, dass wir jede Woche ein neues Video hochladen und jede Woche irgendwas Neues am Van machen. Wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Jeden Sonntag um 10 kommt ein neues Video. Wir würden uns freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.